Es ist Ende September und nach einer langen Phase mit schlechtem Wetter sagen die Wetterpropheten für die nächsten 5 Tage überwiegend Sonnenschein voraus. Deshalb haben wir uns gestern spontan zu einer kleinen Motorradtour entschlossen. Wir sagen Grüezi miteinander. Es freut uns sehr, dass ihr uns auf unserer Herbsttour 2025 ins französische Zentralmassiv begleitet. Wie ihr bereits gesehen habt, haben wir den Brünnigpass hinter uns gelassen. Um das französische Zentralmassiv zu erreichen, planen wir heute über den Col de Mosse und den Col de la Forclaz nach Frankreich zu fahren. Übernachten wollen wir schließlich irgendwo rund um Grenoble. Am Ende des Dorfes Saanen müssen wir der MOB, der Montreux-Bern-Oberland-Bahn, den Vortritt lassen. Die als Golden Pass Line bekannte Strecke zwischen Montreux und Luzern gehört mit 189 Kilometern zu den schönsten Bahnstrecken der Schweiz. Wir aber haben ein anderes Ziel. Es geht weiter Richtung Col de Mosse. Kurz nach dem Col de la Forclaz erreichen wir die schweizerisch-französische Grenze und sagen Bienvenue en France. Nach einer Weile erreichen wir die mit knapp 20.000 Einwohnern kleine Stadt Albertville. Weltweite Bekanntheit erlangte sie als Austragungsort der 1992 ausgetragenen 16. Olympischen Winterspiele. Wie geplant werden wir unsere erste Nacht in Grenoble verbringen. Etwas außerhalb des Stadtzentrums haben wir ein nettes Hotel gefunden, das sogar ein köstliches regionales Bier im Sortiment hat. Perfekt für einen gelungenen Tagesabschluss.
Bestens ausgeruht starten wir in den zweiten Tag. Das Motorrad ist gepackt und schon sind wir wieder unterwegs. Heute wollen wir das Zentralmassiv erreichen. Dafür müssen wir zuerst an Valence vorbei. Anschließend fahren wir durch den regionalen Naturpark Mont d'Ardèche und weiter bis zu unserem Ziel Le Bleymard. Die Strecke zwischen Grenoble und Valence ist eher flach und landwirtschaftlich geprägt. Umso mehr freuen wir uns, als wir ein Schild zur Gorges-Lénan entdecken. Der Name sagt uns nichts, also Grund genug für eine kleine Entdeckungsfahrt. Beim kleinen Dorf Cognan-les-Gorges biegen wir auf eine schmale Nebenstraße ab und folgen ihr einige Kilometer. Und wir werden nicht enttäuscht. Nach einem kurzen Aufstieg führt die Straße eng an der Felswand entlang und durch in den Stein geschlagene Tunnel. Die Aussicht auf die kleine Schlucht ist beeindruckend, auch wenn ein paar Nebelschwaden die Sicht trüben. Während wir uns durch den Nebel kämpfen, wollen wir mehr über das Zentralmassiv erfahren und fragen das Internet. Hier die kurze Antwort. Das Zentralmassiv ist ein weitläufiges Mittelgebirge in Südzentralfrankreich, geprägt von erloschenen Vulkanen und tiefen Schluchten. Mit dem 1885 Meter hohen Puy de Sancy als höchstem Punkt bedeckt es rund 15% der Landesfläche und gilt als wichtiges Zentrum für Naturtourismus. Nun gut, als Naturtouristen würden wir uns nicht unbedingt bezeichnen. Aber auch für Motorradfahrer bietet die Region einige tolle Routen. Wir freuen uns, diese uns unbekannte Gegend zu entdecken.
Die Region rund um Grenoble, vor allem aber die Gegend um Vinay, ist bekannt für den Anbau der berühmten Noix de Grenoble, der Walnüsse aus Grenoble. Hier stehen die meisten der über 150.000 Nussbäume, die über das ganze Tal verteilt sind. Die Nuss, die eine geschützte Herkunftsbezeichnung trägt, wird immer mit Schale verkauft. Sie ist nicht nur geschmacklich ein Genuss, sondern auch gesund, da sie essentielle Fettsäuren enthält. Ob zum Frühstück, als Snack, beim Aperitif oder im Salat mit Roquefort-Käse. Die Walnuss ist vielseitig einsetzbar. Und so begleiten uns links und rechts der Straße weiterhin unzählige Nussbäume. Kurz nach Valence erreichen wir endlich den Einstieg ins Zentralmassiv. Die Route führt uns über viele Cols und durch den schönen regionalen Naturpark Mons d'Ardèche. Auf dem Weg zum Tagesziel in Le Bleymard werden wir an die 20 Cols überqueren. Einer davon ist der Col de la Justice mit 679 Metern Höhe. Auf den ersten Blick nicht sehr hoch, aber hier folgt ein Col dem nächsten. Also geht es ständig rauf und runter. Für Abwechslung sorgen zwischendurch kleine Dörfer, wie hier Vernon-en-Vivarais, die meist nach jedem Col auftauchen. Natürlich kann es unterwegs immer wieder zu Baustellen oder gesperrten Straßen kommen, so dass die Route angepasst werden muss. Dank moderner Navigationstools sind diese Umwege jedoch meistens kurz und problemlos zu planen.
Nach einem langen Tag erreichen wir unser Tagesziel Le Playmar, ein kleines Dörfchen im Département Lozère. Dort haben wir ein einfaches, aber gemütliches und sehr motorradfreundliches Hotel gefunden. An der Bar genießen wir vor dem Abendessen noch ein Guinness, dem ich seit unserer Irlandreise nicht widerstehen kann. Im dazugehörigen Restaurant rundet ein hervorragendes Nachtessen diesen langen, eindrucksvollen Tag perfekt ab. Auch heute scheint uns frühmorgens die Sonne ins Gesicht. Wir sind froh um die wärmenden Strahlen, denn die Temperaturen liegen bei kühlen 5 Grad. Heute fahren wir in einem Loop rund um die Region des Parc National de Cevennes. Einer der Höhepunkte soll die Fahrt entlang der Gorge du Tarn werden. Auch ein Besuch des Viaduc du Millau steht auf dem Plan. Der Nationalpark Cevennes ist mit etwas mehr als 912 Quadratmetern der größte Nationalpark in Festland Frankreich. Er ist geprägt von Bergen, Schluchten und Wäldern und beherbergt eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Bekannt ist er auch für seine traditionelle Kulturlandschaft. 1970 wurde er zum ersten Nationalpark Frankreichs erklärt und ist seit 2011 UNESCO-Weltkulturerbe. Wer einmal die Motorradstiefel gegen Wanderschuhe tauschen möchte, dem sei der Stevenson-Weg empfohlen. Benannt ist er nach dem schottischen Autor Robert Louis Stevenson, der durch Werke wie Die Schatzinsel und Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde bekannt wurde. 1878 unternahm er eine 12-tägige Abenteuerreise, die ihn in diese faszinierende Gegend führte. Heute ist der Wanderweg als GR70 ausgeschildert und führt über 250 Kilometer durch diese besondere Region. Florac Trois-Rivières ist heute unser Kreuzpunkt und wir werden hier gleich zweimal vorbeikommen. Damit das Video aber nicht allzu lange wird, beenden wir es an dieser Stelle für heute. Wie unsere Reise weitergeht, erfahrt ihr im zweiten und letzten Teil. Damit ihr nichts verpasst, abonniert doch unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt uns unbedingt einen Kommentar. Wir freuen uns darauf. Tschüss und bis bald.